Hallo Freunde, ich bin glücklich, euch wieder auf meinem Kanal zu begrüßen. Heute werde ich euch eine weitere Handelsstrategie zeigen. Außerdem möchte ich nur zur Erinnerung sagen, dass wenn ihr an meiner geschlossenen Gruppe mit Handelssignalen teilnehmen wollt, dann schreibt mir das Codewort Signale bei Telegram und ich werde euch hinzufügen. Der Link befindet sich in der Beschreibung des Videos. Vergesst auch nicht, meinen Kanal zu abonnieren, Kommentar zu schreiben und Daumen nach oben zu geben. Fangen wir an. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr mit dem Parabolik-SAR-Indikator handeln könnt. Dies ist ein recht einfaches Instrument, das zur Erkennung von Trends verwendet wird. Schaut euch dieses Video unbedingt bis zum Ende an, wenn ihr lernen wollt, wie man mit diesem Instrument handelt. Um diesen Indikator zu meinem Chart hinzuzufügen, klicke ich auf die drei Punkte oben auf dem Bildschirm. Ich klicke auf die Schaltfläche mit den verschiedenen Indikatoren und wähle Parabolik SAR. Jetzt habe ich grüne gepunktete Linien auf dem Chart. So sieht dieses Instrument aus. Wie wir sehen können, befinden sich die Parabolik-Punkte oberhalb des Charts, wenn der Abwärtstrend auf dem Markt vorherrscht. Und man kann einen Abwärtshandel eröffnen, wenn das Diagramm beginnt, die gestrichelte Linie unterhalb des Diagramms zu berühren. Oder wenn die ersten Punkte oberhalb des Charts bereits schon erschienen sind. Und man kann auch feststellen, dass der Trend umso stärker ist, je mehr Punkte sich vom Chart und voneinander wegbewegen. Und im Falle eines Aufwärtstrends befinden sich die Punkte von Parabolik unterhalb des Charts. Und ein Aufwärtshandel kann entweder eröffnet werden, wenn das Chart die Punkte von oben berührt oder wenn die ersten gestrichelten Punkte bereits unter dem Chart erschienen sind. Es ist unwahrscheinlich, dass dieser Indikator euch hilft, einen Einstiegspunkt zu finden, wenn sich der Preis in einer horizontalen Trendlinie befindet, da er darauf ausgelegt ist, den Trend zu bestimmen und einen Handel in diesem Trend zu eröffnen. Und wenn auf dem Markt eine horizontale Trendlinie herrscht, ist die gepunktete Paraboliklinie in der Regel kurz und ändert häufig ihre Position auf dem Diagramm. Suchen wir nun den ersten Einstiegspunkt, damit man sieht, wie das Instrument und wann das Instrument in der Praxis funktioniert. Der Markt befindet sich also in einem Abwärtstrend, aber seit dem letzten Tiefstand hat sich der Kurs stark erholt, wie die gepunktete Paraboliklinie unter dem Diagramm beweist. Wenn sich das Diagramm weiter von dem Indikator entfernt und neue grüne Kerzen erscheinen, könnte es zu einer Kursumkehr kommen und ich eröffne einen Aufwärtshandel. Wie wir sehen können, haben wir es geschafft, eine kleine Aufwärtsbewegung zu machen, aber wenn man bedenkt, dass dieser Handel gegen den Trend war, ist dies ein recht gutes Ergebnis. Lasst uns fortfahren und die nächste Position finden. So, wie wir sehen können, haben wir weiterhin eine Kursumkehr. Die Punkte von Parabolik befinden sich unter dem Chart und entfernen sich immer weiter voneinander. Dies zeigt die Stärke des Aufwärtstrends an. Und da der Kurs bereits ein wenig zurückgegangen ist, ist dies meiner Meinung nach ein guter Zeitpunkt, um einen Handel für die Fortsetzung des Wachstums zu eröffnen. Von diesem Punkt bis zum letzten Höchststand hat der Kurs noch eine Menge Spielraum nach oben. Ja, super, wie wir also sehen können, hat der Kurs das Höchststand aktualisiert und wir haben eine starke Bewegung nach oben gemacht und einen Gewinn erzielt. So, weiter auf dem Markt haben wir die folgende Situation. Von dem Widerstandsniveau zeigte der Preis das letzte Mal einen starken Rückgang, aber jetzt haben wir ein neues Höchststand und der Preis testet dieses Niveau erneut. Ich denke, dieses Mal kann er es durchbrechen. Außerdem erscheinen neue Punkte von Parabolik unter dem Chart, was die Fortsetzung der Aufwärtsbewegung anzeigt. Und mal sehen, wie dieser Handel dann enden wird. Ja gut, der Kurs bewegte sich weiter in Richtung des markierten Niveaus und so schließt unser Handel im Plus. Naja, suchen wir nun nach dem nächsten Einstiegspunkt. Hier haben wir ein starkes Wachstum, dann kehrte sich der Kurs um und bewegt sich nun in der horizontalen Trendlinie. Das Diagramm geht weiter ein wenig nach unten und bewegt sich bereits unter der unteren Begrenzung. Parabolik liegt oberhalb des Charts, der Kursrückgang wird sich also wahrscheinlich fortsetzen und wir haben auch eine rote Impulskerze, sodass die untere Begrenzung durchbrochen wird.
Ja toll, wie wir sehen können, ist es uns gelungen, diese impulsive Abwärtsbewegung mitzunehmen, sozusagen. Gleichzeitig vergrößerte sich, sobald längere Kerzen auf dem Chart erschienen, der Abstand zwischen den Parabolikpunkten, was darauf hindeutet, dass sich der Trend verstärkt. Dann verlangsamte sich der Preis und begann sich etwas zu erholen. Das Diagramm berührt die gepunktete Linie oben und dies ist ein Signal für eine lokale Trendwende. Das heißt, man kann einen Aufwärtshandel eröffnen. Ich warte jedoch, bis der Punkt unter dem Chart erscheint, um mit größerer Zuversicht ein Geschäft zu eröffnen. Wie wir sehen können, gibt es einen ausreichenden Abstand zum aktuellen Widerstandsniveau, an dem der Preis korrigieren kann. Ja, toll. Unser Handel schließt also über dem Einstiegspunkt und wir sind wieder im Plus. Wie wir sehen können, ist der Abwärtstrend auf dem Markt weiterhin aktuell. Der Kurs hat bereits gut korrigiert und die gepunktete Linie von Parabolik ist über dem Chart erschienen. Dies deutet auf die Fortsetzung des Trends hin und ich werde also einen Abwärtshandel eröffnen. Wie wir sehen können, war die Situation zu Beginn ziemlich gefährlich, da der Preis zu steigen begann, aber dann ging der Impuls nach unten, sodass wir in der Lage waren, unter dem Einstiegspunkt zu schließen und Geld zu verdienen. Wir können auch sehen, dass 2 Punkte von Parabolik unterhalb des Charts erschienen sind und in diesem Fall handelte es sich um ein falsches Signal. Betrachten wir die folgende Situation auf dem Markt. Der Kurs bewegte sich im Abwärtstrend und zeigte dann eine starke Korrektur, aber er prallte von dem Unterstützungsniveau ab und begann wieder zu steigen. Auch jetzt befindet sich Parabolik über dem Chart, was auf die Fortsetzung des Kursrückgangs hindeutet. Gleichzeitig können wir sehen, dass der Preis den Höchststand nicht aktualisieren konnte und da der Kurs beim letzten Mal von dieser Zone aus stark zu fallen begann, könnte sich die Situation dieses Mal auch wiederholen. Ja schön, der Preis ist also ein wenig gesunken und wir konnten Geld verdienen. So, weiter sieht die Situation so aus. Der Kurs befindet sich seit langem in einem Aufwärtstrend. Außerdem ist vor kurzem eine grüne Impulskerze auf dem Chart erschienen und gleichzeitig befindet sich die gepunktete Paraboliklinie unter dem Chart und ist weit von ihm entfernt. Daher denke ich, dass der Preis sein Wachstum fortsetzen wird. Und wie wir sehen können, ist es noch ein wenig weg bis zum letzten Höchststand auf dem Markt, an dem der Preis wachsen kann. Naja, wie wir sehen können, bewegte sich der Kurs die meiste Zeit unter unserem Einstiegspunkt, aber in letzter Minute steigt er über unseren Einstiegspunkt und unser Handel schließt also im Plus. Also, ich fixiere meinen Gewinn und verlasse den Markt. Ich hoffe, ihr habt verstanden, wie man mit dem Parabolik-SAR-Indikator Einstiegspunkte wählt. Neben den Signalen des Indikators solltet ihr auch auf den Markttrend, die Art der Kerzen und die für den Kurs wichtigen Niveaus achten. Und geht ihr ein Geschäft ein, das auf mehreren Faktoren basiert, nicht nur auf den Signalen des Indikators, dann werdet ihr erfolgreich sein und eure Geschäfte im Plus abschließen. Weitere Handelssignale und Handelsstrategien sind in meinem Telegram-Kanal zu finden. Schreibt mir das Codewort Signale bei Telegram und ich füge euch hinzu. Gebt diesem Video Daumen nach oben, wenn es euch nützlich war und schreibt auch eure Kommentare. Abonniert meinen Kanal und habt einen erfolgreichen Handel.